Freunde und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es weiter mit der Reihe 1000 Punkte Armeeliste aufstellen, aber wie? Heute hatte ich mir im Prinzip die Japaner geschnappt, da ich finde, das passt diesmal ganz gut durch unsere aktuelle Pazifik-Kampagne. Und ich habe ja jetzt schon entsprechend Erfahrung gesammelt mit der Armee. Und deshalb will ich die euch heute nochmal vorstellen. Ich habe im Prinzip wieder zwei Armeelisten vorbereitet. Einmal eine, die ich eher im Turnierbereich sehe, wobei ich dann halt wieder sagen muss, dass ich selber halt kein Turnierspieler bin. Das heißt, ich kann euch da jetzt keine Gewähr geben, welche Beschränkungen es da aktuell gibt und ob das dann halt so spielbar ist. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das halt schon alles so passt, weil es sind jetzt auch keine speziellen Einheiten jetzt aus den Kampagnenbüchern, sondern ich beziehe mich jetzt halt auf das reguläre Regelwerk. Und da denke ich mal, dass es da keine sonderlich kritischen Beschränkungen geben wird. Die zweite Armeeliste ist natürlich wieder eine schöne Theaterliste. Also wenn jemand von euch vorhat, fluffmäßig unterwegs zu sein, irgendwie kampagnentechnisch was zu spielen, wo man halt auch mal Einheiten stellt, die man jetzt in einer Turnierliste nicht unbedingt stellen würde. Ja, die würde ich euch halt auf jeden Fall nochmal vorstellen. Das, denke ich mal, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ich die selber so auch noch nicht gespielt habe und ich das eigentlich ganz spannend finde mit den Einheiten, die da jetzt so drin stecken. Und ja, dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, wir gehen ins Detail. Okay, dann sind wir jetzt im Detail. Wir fangen einmal direkt an mit dem Offizier. Wir haben hier den Rigogun Shui, also im Prinzip einen Oberleutnant der Japaner. Mit Assistenten im Veteranenstatus kostet er euch 103 Punkte. Ich habe mich für den Rigogun Shui entschieden, weil ich darauf spekuliere, in einer offensiven Armeeliste ein bisschen mehr Snap-to-Action auch zu machen. Und habe mich halt deshalb für den Oberleutnant entschieden. Ja, zu der Kernauswahl gehören natürlich dann auch zwei Infanterietrupps. Ich habe hier einmal einen regulären Trupp der kaiserlich-japanischen Infanterie mit 11 Mann, kostet euch 113 Punkte regulär. 11 Mann deshalb, weil ich jetzt hier noch Punkte über hatte und den hatte ich dann halt noch in einen zusätzlichen Soldaten für die Kernauswahl investiert. Das gleiche ist auch nochmal hier zu sehen, also das Pendant dazu, nur halt ein Soldaten weniger. Also kommt ihr hier auf 103 Punkte regulär für diese Infanterieeinheit. Ja, dann machen wir also direkt weiter mit der Infanteriesektion. Ich habe hier einen zusätzlichen Veteranentrupp der kaiserlich-japanischen Infanterie reingepackt. Optisch auch ganz gut zu unterscheiden, ja, geschuldet auch durch die Warlord Games Miniaturen, die hier ja, welche rausgebracht haben, die hier mit Plattwerk sich getarnt haben. Also passt echt ganz gut rein und macht es für einen selber und für den Gegner auch leichter, das dann zu unterscheiden, dass es sich hier jetzt um eine Veteraneinheit handelt. Die kostet euch im Prinzip 153 Punkte. Es sind 10 Mann, also 9 Soldaten plus NCO. Der NCO hat eine MP ausgerüstet und ihr habt in diesem Trupp ein LMG mit Loader. Ja, dann kommen wir auch schon zu einer zweiten Veteran-Infanterieeinheit. Und zwar haben wir jetzt hier 10 Mann Fallschirmjäger. Ja, im Prinzip können die jetzt auch nichts anderes wie die Veteranen der kaiserlich-japanischen Infanterie. Ich hatte sie jetzt halt nur reingenommen, weil ich das auch so ein bisschen passend finde für so eine offensive Truppe, dass man halt irgendwie auch Fallschirmjäger reinnimmt. Sie haben jetzt keine spezielle Zusatzausrüstung, außer in ihrem Armeelistenbogen,
sondern ja, ich habe hier im Prinzip wieder eine NCO, für den NCO eine MP reingepackt und auch ein LMG und noch eine zweite MP, richtig, und auch eine zweite MP. Also noch ein bisschen mehr auf Sturm das Ganze angelegt. Und ja, es ist hier auch nicht zu vergessen, dass ihr ja mit den ganzen Trupps immer ja auf diese Fanatic-Regel zugreifen könnt. Und deshalb sind diese ganzen Infanterietrupps trotzdem immer noch mal stärker als das, was bei gegnerischen Fraktionen der Fall ist. Auch wenn sie beschossen werden, das darf man nicht vergessen, ja, ist so eine Einheit nicht mal eben schnell ausgeschaltet. So, zusätzlich hatte ich mir jetzt hier noch gedacht, ich nehme einfach mal einen 6-Mann-Trupp kaiserlich-japanische Infanterie nochmal rein, im Status regulär für 84 Punkte. Aber hier kommt jetzt zu tragen, dass ich die noch als Panzerjäger ausgerüstet habe. Ich fand das jetzt eigentlich ganz sinnvoll aus den Lehren des letzten Bolt-Action-Spiels, als ich dachte, dass ich ohne Panzerabwehrwaffen eigentlich nichts mehr reißen kann. Aber wenn man, ja, sage ich mal, gut würfelt und halt so einen Trupp noch als Panzerjäger ausrüstet, kann man auch mit Infanterie mal locker einen Panzer ausschalten. Und umso mehr ja, Infanteristen ihr in einem Trupp habt, umso höher ist natürlich die Chance, den Panzer dann auszuschalten. Ich habe mich jetzt hier auf 6 Mann ja, reduziert, also das Minimalste, was möglich ist, und würde halt diese Einheit irgendwie ein bisschen im Background behalten, beobachten, wo die gegnerischen Fahrzeuge sind, den vielleicht ein bisschen zentraler positionieren und dann vielleicht in einem entscheidenden Moment damit dann ja, so eine Waffe anzugehen. Ja, dann habe ich mich hier in der Liste nur für ein Waffenteam entschieden, und zwar für den Sniper. Halt, ja, den Standard-Sniper, sage ich jetzt mal, im Veteranenstatus. Ist jetzt hier bei den Japanern nicht verkehrt. Und wenn ihr vernünftig würfelt, sollte euch das auch was bringen. Ja, dann kommen wir praktisch jetzt nochmal zu den schwereren Waffen. Ja gut, was heißt schwer? Wir haben einmal den Kurugane. Das ist im Prinzip so eine kleine Jeep-Version, sage ich jetzt mal, der Japaner. Interessant ist jetzt hier, dass ihr noch ein MMG 360 Grad mit aufnehmen könnt. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich praktisch, weil ihr bezahlt jetzt hier für das Fahrzeug im Regulärstatus nur die 38 Punkte. Habt da halt ein MMG, was mobil ist, und ihr müsst halt nur aufpassen, weil es halt ein Softskin-Fahrzeug ist, dass ihr den jetzt nicht irgendwie ja, halt zu schnell jetzt verheizt. Ne? Also er ist halt natürlich sehr angreifbar in dem Ganzen, aber ich finde, die Kosten und die Mobilität für das MMG bringen mehr als letztendlich dieses Softskin. Also es überwiegt eigentlich hier eher die Vorteile. Und deshalb habe ich mich entschieden, ja, in so einer ja, angriffslastigen Armee halt sowas dann als Unterstützung mit einzubauen, dass die Infanterie vielleicht von der Flanke her noch ein bisschen zusätzlich geschützt und unterstützt wird und der ja, Gegner vielleicht auch dazu tendiert, sich irgendwie auf dieses Fahrzeug zu stürzen, weil er darin eine leichte Beute sieht, und dann vielleicht auch die Infanterie der Japaner zu vergessen, die natürlich unheimlich stark ist. Ja, da muss er sich halt entscheiden. Ja, die zweite mobile Einheit ist unser Shiham, ein Medium-Tank, also Medium-Panzer der Japaner. Den habe ich jetzt hier regulär aufgestellt mit 135 Punkten, also ein ziemlich günstiger Panzer, sage ich jetzt mal, aber trotzdem auch jetzt nicht unbedingt der schlechteste. Ihr habt halt eine leichte Haubitze
und ein Bug-MG. Und das finde ich jetzt halt auch noch ganz praktisch. Ihr habt im Turm noch ein MG verbaut für den rückwärtigen Bereich. Das bedeutet also, wenn ihr jetzt hier, je nachdem ihr den Turm dann halt ausgerichtet habt, könnt ihr ja dann halt auch mehrere Feinde dann ins Visier nehmen. Je nachdem wie ihr halt steht, habt ihr hier immer die Möglichkeit noch mit diesen MG dann zu wirken. Ne? Bei den meisten Panzern ist halt das Koaxial verbaut. Da muss man sich dann halt entscheiden. Ne? Schieße ich mit der Hauptwaffe oder mit dem koaxialen MMG. Und hier habt ihr die Möglichkeit, Hauptwaffe zu bedienen und auch das rückwärtige MG. Und das ist so, sage ich mal, nicht schlecht. Die letzte Einheit hier in dieser Liste wäre eine 20 mm Kanone der Japaner. Das war auch ein Modell, was ja in hoher Zahl bei den Japanern auch verwendet wurde und aufgrund von dem Gelände auch ja, sich einfach angeboten hat, weil es einfach eine kleine Kanone ist mit einer hohen Kadenz auch. Gut, wir haben jetzt hier halt eine Kanone, die praktisch 2 Schüsse abgeben kann, aber eine gute Penetration hat und aber auch eine hohe Reichweite. Ich glaube, das sind 48 Zoll, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Müsste ich nochmal nachgucken. Gut zu nutzen, sage ich mal, vielleicht auch für Flanken oder halt auch irgendwo im Zentrum, um da auch die Infanteristen zu unterstützen, beziehungsweise die gegnerische Infanterie vorab auszudünnen und zu schwächen. Und ja, deshalb muss die unbedingt rein, weil kostet auch nur 45 Punkte regulär und finde ich eine gute Artillerieeinheit. So, das ist im Prinzip jetzt hier nochmal die Übersicht der Armee, die ich jetzt hier aufgestellt habe für in meinen Augen turniermäßig geeignet. Kostet euch jetzt halt in Summe 998 Punkte. Ganz genau 1000 Punkte wird man halt relativ selten erreichen, weil man hier und da doch irgendeine Zusatzfunktion auswählt und man die 1000 Punkte so auch nicht erreichen wird. Außer entweder ist man immer knapp drunter oder knapp drüber. Selten hat man die 1000 Punkte wirklich genau dann aufgestellt. Ja, wie ihr gesehen habt, war das jetzt die Turnierliste in Anführungsstrichen, die ich mir hier ausgedacht habe. Ihr habt also im Prinzip eine sehr starke Infanterieauswahl, alleine schon über die Kernauswahl. Das heißt, ihr habt etwas größere Infanterietrupps, die ihr sowieso grundsätzlich als Japaner stellen könnt. Und gekoppelt mit 2 10 Mann starken Veteranentrupps, die noch Spezialwaffen haben, ist das eine gute Ergänzung. Und des Weiteren auch noch der zusätzliche Trupp, den ich jetzt speziell auf Panzerjäger getrimmt habe, um einfach da auch nochmal eine Einheit zu haben, die Fahrzeugen gefährlich werden kann, ohne dass sich jetzt zwingend der Panzer drum kümmern muss. Und ja, das in Summe und nicht zu vernachlässigen halt mit der Fanatic-Regel, die diese Einheiten haben, denke ich mal, hat der Gegner da ordentlich was zu beißen, um ja, diese Trupps dann halt auch zu blocken. Weil auch wenn er es schaffen sollte, sage ich mal, Trupps so weit zu pinnen, dass sie irgendwie mal handlungsunfähig werden, habt ihr immer noch diese Option, dass ihr halt mit denen direkt in den Nahkampf gehen könnt, was man auch als Japaner immer irgendwie versuchen sollte. Und ihr könnt euch das sowieso auch gerne nochmal anschauen. Das würde ich euch jetzt gleich nochmal einblenden. Da hatte ich ja nochmal eine separate Fraktionsvorstellung auch nochmal für die Japaner gemacht, um das Ganze nochmal zu erläutern. Dann guckt euch das vielleicht in Kombination hier nochmal mit den Listen an
und dann denke ich mal, könnt ihr halt gut starten. Ja, das war im Prinzip jetzt die Turnierliste und jetzt zeige ich euch die Theaterliste. Okay, los geht's mit den Details der Theaterliste, die ich für euch erstellt habe. Wir fangen auch direkt wieder an mit dem Offizier. Diesmal handelt es sich hier um einen Rigun Choi, also nicht den Shui, sondern Shui oder Choi. Es ist im Prinzip ja, ein Leutnant und halt hier auch wieder im Veteran-Status natürlich aufgestellt mit Assistenten. Ich hatte mich jetzt halt nur für einen Leutnant entschieden, aus flufftechnischen Gründen, dass das jetzt hier so ein heißblütiger Offizier ist, der jetzt nochmal verbissen ja, zu den letzten Kriegstagen oder zu den letzten Gefechten antritt und unbedingt halt noch seine japanische Ehre vor dem Feind ja, bewahren will, beziehungsweise zeigen will. Und deshalb hatte ich mich jetzt für einen kleinen Offizier entschieden. Unterstützt wird er hier natürlich auch wieder mit der Standardauswahl, die ich auch angepasst habe. Wir haben jetzt hier auch wieder, ich glaube, 12 Mann, ja, 12 Mann kaiserlich-japanische Infanterie regulär. Aber wie ihr sehen könnt, mit den Panzerabwehrgranaten oder Panzerabwehrwaffen ausgerüstet. Das heißt, sie sind jetzt hier auch Panzerjäger und können dann auch ohne größere Probleme in Nahkämpfe mit Fahrzeugen gehen. Das Pendant dazu seht ihr wieder hier. Auch gleiche Anzahl an Infanteristen, 147 Punkte regulär, kaiserlich-japanische Infanterie. Das ist im Prinzip jetzt hier die Kernauswahl der Theaterliste. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Einheiten. Ja, hier wird es im Prinzip jetzt eigentlich mal ganz interessant, weil das jetzt so Einheiten sind, die ich selber auch noch gar nicht gespielt habe. Wir haben hier einmal die Bambuskämpfer. Es sind im Prinzip ja, Soldaten, die ja, sich irgendwo im Dschungel verbarrikadiert haben, keinerlei regulären Bewaffnungen mehr besitzen, also keine Gewehre, also irgendwelche Schusswaffen und sich aufgrund dessen ja, sich einfach nur noch Bambusstäbe oder Stöcker gesucht haben, angespitzt haben und jetzt praktisch in den Kampf ziehen. Ja, bis zum letzten Mann halt, ne? Ja, wir haben jetzt hier im Prinzip trotz alledem eine unerfahrene Einheit mit 50 Punkten. Ja, im Prinzip sehen die Gestalten halt ziemlich mager aus, ne? Es sind vielleicht dann doch kampferprobte Soldaten, aber aufgrund des Mangels an Nahrung und Bewaffnung und vielleicht wie sie halt schon lange jetzt irgendwo im Dschungel aushalten mussten, sind sie trotz alledem halt nur unerfahren. Aber haben die Möglichkeit, also haben die Option grün. Das heißt, sie können dann auch oder haben halt die Möglichkeit, die Erfahrungsstufe zu wechseln, wenn er dann gut würfelt in dem Moment, wenn der erste Verlust eintritt. Unterstützt von dem Ganzen habe ich jetzt hier nochmal eine Miliztruppe aufgestellt, die ich so auch noch nicht gespielt habe. Im Prinzip ist es auch eine unerfahrene Einheit, die ihr jetzt hier für 90 Punkte bekommt, die hier jetzt allerdings nur mit Gewehren ausgerüstet ist. Aber ich habe hier noch den Zusatz dazu gekauft, dass es ebenfalls Panzerjäger sind. Einfach um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, dass trotz alledem zum Ende des Krieges auch die Bevölkerung und die ja, zusätzlichen, also nicht regulären Truppen, die mit eingezogen wurden, trotzdem soweit fanatisch sind, dass sie auch ohne Skrupel ja, mit Panzerabwehrwaffen sich gegen die Fahrzeuge schmeißen, beziehungsweise auch vielleicht gar keine andere Möglichkeit mehr hatten, weil es mit anderen Panzerabwehrwaffen bei den Japanern dann auch nicht mehr so gut aussah. Ja, deshalb habe ich mich entschieden, diesen Trupp auch nochmal hier mit aufzunehmen. Ja, außerdem habe ich im Prinzip die
2 unerfahrenen Infanterieeinheiten hier trotzdem nochmal gepusht, und zwar mit dem Kempeitai-Offizier, also praktisch mit der politischen Polizei, weil er im Prinzip, wenn er zu 6 Zoll an der jeweiligen Einheit dran steht und einer dieser Einheiten halt diesen Wurf für Grün verkackt haben, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, dann kann der Kempeitai im Prinzip diesen Würfelwurf wiederholen lassen. Also haben die unerfahrenen Einheiten eine höhere Chance, eine Erfahrungsstufe halt aufzusteigen. Und das kann man hier in der Kombination halt mal wirklich ganz gut spielen. Also man hat nicht nur eine unerfahrene Einheit, sondern 2, die halt kostengünstig sind. Und mit dem Politoffizier, der halt nur mit 15 Punkte zu Buche schlägt. Er selber ist halt auch nur unerfahren. Ihr könnt ihn auch nur in unerfahren aufstellen. Aber ihr habt halt somit nochmal die Möglichkeit, eigentlich um die Einheit, die es letztendlich geht, die nochmal zu verbessern. Ja, das muss ich einfach mal ausprobieren. Ich selber habe es noch nie gespielt. Wird wahrscheinlich jetzt in unserer Kampagne auch irgendwann so eintreffen, wenn meine Ressourcenpunkte es nicht mehr zulassen und ich nur noch unerfahrene Einheiten oder kostengünstige Einheiten aufstellen kann, und dann wird es auch zwangsläufig dann zu dieser Situation hier kommen. Ja, die nächste Einheit, die ich euch jetzt hier vorstellen will, ist im Prinzip der Lone Sniper. Also ein einzelner Sniperschütze, nicht wie der reguläre Sniper, den ihr aus dem Regelwerk kennt, der noch einen Assistenten hat, sondern er ist alleine unterwegs. Das ist jetzt hier auch die einzige Einheit, die ich aufgestellt habe, die aus den Kampagnenbüchern ist. Also ihr werdet den jetzt nicht in dem regulären Regelwerk finden. Der Bonus hier ist, der kostet zwar 65 Punkte für regulär, aber ihr habt die Option, also normalerweise kostet er nur 55 Punkte, aber ihr habt die Option für 10 Punkte mehr, ihm noch ein LMG dazu zu kaufen. Er hat dann praktisch die Möglichkeit, auch auf ein LMG zurückzugreifen. Und das fand ich ist echt eine interessante Sache, ne? Dass man halt da auch irgendwie ein bisschen symbolisiert, dass halt ein paar Japaner ganz für sich allein irgendwo durch den Dschungel streifen und halt die entsprechende Bewaffnung mit sich führen und praktisch alleine agieren, und halt im Dschungel ist es nicht wirklich für den Gegner danach vollziehbar, wie viele Einheiten kommen auf ihn zu, ne? Und wenn auf einmal irgendwo ein MG lospoltert, rechnet man jetzt nicht damit, dass da jetzt nur irgendwo ein Soldat hockt. Ja, und ja, das fand ich wirklich interessant und deshalb habe ich den hier mit aufgenommen. Ja, punktetechnisch war auch noch Platz für eine weitere größere Infanterieeinheit. Ich habe jetzt hier 8, 19, 11 Mann aufgestellt, wieder kaiserlich-japanische Infanterie. Und mit dem Bonus oder den Zusatz, dass 3 Soldaten hier einen Kniemörser benutzen dürfen. Also kaiserlich-japanische Infanterie ist soweit richtig, dass das hier diese Grenadier-Version ist. Ihr habt also einmal die reguläre Infanterie-Squad und ihr habt halt die Grenadier-Version. Und in dieser Grenadier-Version habt ihr hier halt die Möglichkeit, Kniemörser zu benutzen. Ich selber habe es bisher nur einmal eingesetzt, war semi-erfolgreich, aber ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen falsch gespielt. Deshalb ist es für mich auch nochmal interessant, sowas jetzt im Nachgang nochmal zu benutzen, weil ja so ein Mörser irgendwo so in einem Team, ich hatte es halt sehr versucht, offensiv zu verwenden, aber wenn man den Aspekt betrachtet, dass man vielleicht einfach nur Rauchgranaten oder sowas verteilt, um irgendwo Sichtlinien für den Gegner zu blocken. Alleine das ist ja schon mega wertvoll. Deshalb denke ich mal, dass ich es einfach nicht gut oder richtig gespielt habe in der Situation und will diesen Kniemörser jetzt nicht verteufeln und denke, dass es eine gute Option ist, sich das auch nochmal anzuschauen. Ja, was man halt nie falsch machen kann, ist hier ein MMG-Team mal mitzuführen, 50 Punkte regulär.
was ihr wieder irgendwo sinnvoll positionieren könnt, ohne dass es sich großartig bewegen muss, um halt Flanken zu decken von angreifenden Truppen oder halt ja irgendwo auch Rückzüge oder sowas zu decken. Und deshalb sinnvoll hier auch mal ein MMG mit in dieser Liste aufzunehmen. Ja, dass ich hier jetzt keine Panzer benutze, war eigentlich klar, weil ich das zum Ende des Krieges nicht mehr in der Form gesehen habe, dass das in Verwendung war. Viele Panzer, die es so noch gab, hatten dann auch irgendwo dann Treibstoffmangel, und wenn man irgendwo auf den Inseln verteilt Panzer gesehen hat, dann waren die dann teilweise auch schon eingegraben, um halt als befestigte Stellung irgendwo zu dienen, weil halt aufgrund des Nachschubs nichts mehr ankam und man die Panzer dann nur noch für diesen Zweck verwendet hat. Deshalb habe ich mich hier auch direkt für eine Typ 88, eine 75 mm Kanone entschieden, die dann schon mal eher irgendwo Sinn macht, gerade in irgendwelchen Abwehrkämpfen, und auch hier die Flak-Option natürlich mit hat. Und mit 130 Punkte regulär als schwere Anti-Tank-Kanone kann man da nichts falsch machen. Und ja, mit der Kanone unterstütze ich im Prinzip hier meine Truppe. Ja, zu guter Letzt habe ich hier nochmal eine ganz besondere Einheit aufgestellt, und zwar gleich in dreifacher Ausfertigung, sage ich mal, oder in dreifacher Form. Es sind im Prinzip drei Teams Selbstmordkommando. Das heißt, die Teams sind jeweils mit starken Panzerabwehrwaffen ausgerüstet und können im Prinzip wie ein Sniper auch versteckt und im Vorfeld aufgestellt werden. Und ja, haben im Prinzip nur das einzige Ziel, ein Panzerfahrzeug anzugreifen oder allgemein ein Fahrzeug anzugreifen, um sich dann mit diesem Fahrzeug halt in die Luft zu sprengen und das Fahrzeug dadurch auszuschalten. Und als Japaner könnt ihr echt 3 solche Teams dann aufbauen, und das ist wirklich übel stark. Also wenn man die jetzt überall verteilt, ne, das ist so ein bisschen da muss der Gegner wirklich schauen, wie er jetzt vorgeht, um nicht irgendwie sein Panzer oder seine Fahrzeuge jetzt an so einem Trupp zu verlieren. Und ihr seht ja schon, es macht auch irgendwie nur Sinn, die auch unerfahren aufzustellen. Die kosten dann nur 14 Punkte. Dann könnt ihr 3 von diesen Trupps ausheben, und es muss auch nur einer treffen, und da habt ihr eure Punkte rein. Ne? Also wirklich sehr, sehr gefährlich, diese Option, die Japaner hier bieten. Also gefährlich für den Gegner. Und deshalb musste das in so eine Liste, die zum Ende des Krieges irgendwo sich widerspiegelt, mussten die auf jeden Fall rein. Ja, also in Summe habt ihr jetzt hier 13 Befehlswürfel, und das ist schon eine Menge. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Armeeliste der Deutschen, die ich damals für euch erstellt habe, habt ihr hier auch noch eine gute Mischung zwischen unerfahrenen Einheiten und regulären Einheiten. Wobei ihr halt mit den unerfahrenen Einheiten echt noch die Möglichkeit habt, dass die auf regulär aufsteigen durch den Kempeitai-Offizier. Und das ist eigentlich eine nicht zu unterschätzende Einheit, die auch trotz fehlenden Panzerfahrzeugs oder regulären Panzerabwehrwaffen immer noch genügend Panzerabwehr austeilen können, dadurch, dass die einzelnen Infanterietrupps Panzerjäger sind. Und mit den ganzen Suizidkommandos und der großen Kanone, denke ich mal, sollte das wirklich passen. Also wirklich eine gute Armee, die man einfach auch mal unabhängig von Fluff-Spiel mal so spielen könnte. Könnte ich mir zum Beispiel auch mal im Turnier vorstellen, weil es vielleicht auch eine
ja nicht eine straighte Liste ist, außer mit der man vielleicht rechnet, könnte sowas sicherlich funktionieren. Wobei ich halt hier jetzt nicht sicher bin, wie sieht's aus mit so einem Lone Sniper? Ist der dann zum Beispiel erlaubt? Ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht geht. Aber ja, warum nicht? Ja, Freunde, das waren im Prinzip jetzt meine 2 Armeelisten, die ich für euch jetzt erstellt habe. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr jetzt dazu meint oder was ihr denkt, was man eventuell da noch verbessern könnte oder ob ihr die vielleicht selber mal gespielt habt. Gerade jetzt die Theaterliste fand ich jetzt sehr interessant, weil die auch mal wieder das zeigt oder das abdeckt, was die Japaner halt so besonders macht. Gerade jetzt mit den ganzen spezielleren Einheiten, sage ich jetzt mal, die man vielleicht in einer regulären Liste nicht unbedingt spielen würde, weil man sie jetzt vielleicht nicht als stark erachtet. Aber wenn man jetzt mal die Kombination betrachtet der Einheiten, wie sie miteinander funktionieren, finde ich das halt schon immer ziemlich stark, gerade jetzt was dann die Punktekosten anbelangt und wie man die dann im Spiel zum Beispiel mit den Kempetai-Offizier noch ein bisschen Bonis rausholen kann. Das finde ich echt stark. Und ja, wie gesagt, bis auf den Lone Sniper waren das jetzt auch alles Einheiten, die ihr jetzt hier im regulären Armeebuch für die Japaner findet und dann so spielen könnt. Ja, und ich denke, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn ihr irgendwas habt, haut's in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!